Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors-Video, in dem wir uns heute das Starter-Set aus der brandneuen FIFA 365 Adrenalin XL 2025 Kollektion von Panini anschauen wollen. Das ist in diesem Jahr ein ganz besonderes, denn die FIFA 365-Reihe erscheint zum 10. Mal und feiert damit ein kleines Jubiläum, und da wollen wir uns natürlich mal anschauen, was Panini sich für die Kollektion in diesem Jahr überlegt hat. Das tun wir, wie gesagt, mit diesem Starter-Set-Pack, wie es offiziell heißt. Ein bisschen komischer Titel, denn eigentlich würde Starter-Set oder Starter-Pack ja schon ausreichen. Hier hat man eine neue Wortschöpfung aus beiden kreiert. Das Ganze gibt es zum Preis von 12,90 €. Das ist inzwischen der übliche Preis für Starterpacks bei Panini. Und drin ist, das seht ihr hier oben, Sammelordner, Gameboard, Game Guide, 12 Karten, die sich vermutlich auf 2 Päckchen verteilen, und eine Limited Edition Card aus dieser neuen Kollektion gibt es ebenfalls dazu. Wir schieben das Ganze mal ein bisschen hoch, denn es ist größer als mein Bildausschnitt und ihr solltet es ja auch einmal komplett gesehen haben. Und nachdem wir die Vorderseite erkundet haben, drehen wir es mal auf die Rückseite, wo das Ganze in lilaner Farbe leuchtet mit so einem leicht futuristisch angehauchten Hintergrund. Und hier haben wir nochmal all das zusammengefasst, was wir eben schon auf der Vorderseite stehen hatten. Ein bisschen mit Bildern illustriert, Sammelalbum, Gameboard und Game Guide. Dann gibt es hier links schon einen kleinen Blick auf die ersten Karten aus dieser Kollektion. Und hier unten erwähnt die beiden Päckchen, die wir drin finden werden. Und eine Limited Edition Card, auch wenn hier auf der Packung 2 abgebildet sind. Hier rechts hebt Panini das Jubiläum nochmal heraus, feiere 10 Jahre mit den Top-Clubs, über 400 Karten und tollen neuen Subsets und Materialien. Also da dürfen wir schon mal gespannt sein, welche Effekte Panini dafür die Special Cards diesmal im Einsatz hat. Und hier haben wir schon erwähnt, in dieser Kollektion erstmals dabei die Golden Ballers, die eifrige Sammler schon aus der Premier League Adrenalin XL Kollektion kennen. Die Invincible darf dann natürlich auch nicht fehlen. Und es gibt neue Fluo- und LDS-Karten, die dann aus dem Bereich der Special-Karten kommen. Das Ganze kann auch online gespielt werden, ist meines Wissens aktuell noch nicht online, wird aber sicherlich in den nächsten Tagen kommen. Und damit haben wir dann, glaube ich, auch alles entdeckt, was auf und rund um diese Verpackung zu entdecken gibt, sodass wir jetzt uns mal auf den Weg ins Innere machen. So, und haben hier schon mal unsere 2 Päckchen. Und die Limited Edition Card. Dann das Sammlermagazin, die Deckblätter für die Sammelmappe. Dann ein Gameboard und ganz unten die Sammelmappe. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Gameboard an. Dann können wir das schon mal beiseite legen. Und beginnen einfach mal mit der Rückseite des Gameboards, die uns die Invincible-Karte in groß zeigt. Wer dieses Gameboard also nicht verwenden möchte, der kann sich die Invincible-Karte als Poster an die Wand hängen. Und als Gameboard sieht das Ganze dann so aus. Und natürlich als Doppelspielfeld gebaut, sodass man direkt auch gegen seine Freunde antreten kann. So, dann würde ich sagen, werfen wir als nächstes mal einen Blick in unser Sammlermagazin zu dieser 2025er Kollektion. Und auch hier hebt Panini das Ganze nochmal raus. 10. Geburtstag der FIFA 365-Reihe. Mit der FIFA 365 2016 ging es damals los. Die trug sogar noch gar keine Jahreszahl, was sich dann natürlich im Laufe der Folgejahre geändert hat. Bis wir jetzt beim aktuellen 2025er Cover angekommen sind. Dann auch hier schon wieder eine Vorschau auf ein paar Karten aus dieser neuen Kollektion, die uns hier in dieser ausführlichen Einleitung auch etwas näher beschrieben werden, aber die werden wir jetzt, glaube ich, innerhalb des Sammlermagazins auch nochmal entdecken. Los geht's zunächst, wie gewohnt, mit den Spielregeln für alle, die mit den Karten spielen möchten. Dann nochmal die Übersicht über 10 Jahre Panini FIFA 365. Hier haben wir dann auch nochmal alle Cover der bisherigen Kollektion. Dann schon mal ein bisschen Werbung für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko. Da wird die Kollektion dann auch von Panini kommen. Und dann geht es weiter mit den Cards aus dieser Kollektion. 238 Teammate-Karten warten auf uns. Die bilden wie immer als Base-Karten den Kern jeder Kollektion. Und dann werden uns die ganzen Special-Karten beschrieben. Fans Favorites, Captains, Club-Badge-Karten, Titans, Magicians, Dominators.
Das alles Kategorien, die man bereits aus früheren Kollektionen kennt. Neu sind dann Karten zum FIFA Club World Cup 2023. Und mit den Golden Legacy Cards feiert Panini sich dann auch nochmal ein bisschen selbst mit allen bisherigen Covern der früheren Edition. Dann ganz neu in diesem Jahr die Fluo-Karten. Rising Stars gab es ja auch früher schon. Und dann geht es hier unten weiter mit den LDS-Karten. The Best Cards, die dann im Zusammenhang mit der entsprechenden FIFA-Veranstaltung stehen. Und Legend-Karten sind auch dabei. 6 Karten zu großen Fußballern früherer Tage. Dann die Karten, die sicherlich zu den begehrtesten in dieser Kollektion gehören werden. Die neuen Golden Baller-Karten mit einigen der Topstars aus dieser Kollektion. 8 Stück gilt es da zu sammeln. Das Ganze wird dann entsprechend ergänzt von der Invincible-Karte, die wir hier sehen. Das ist dann die beste Karte im Set mit 3x101 als Wert. Und wir sehen, es gibt auch wieder Momentum-Karten. Das sind dann die Karten für diejenigen, die nochmal zusätzlich auf die Suche nach was besonders Seltenem gehen wollen. Sind offiziell nicht Teil dieser Kollektion. Und wenn Panini da so ungefähr die Ratio von den früheren Jahren beibehält, dann vermutlich so circa in jedem 200. Pack zu finden. Wer davon einer aus seinen Packs zieht, kann sich also glücklich schätzen. Und dann haben wir auf der rechten Seite die Übersicht über die enthaltenen Teams. Aus Deutschland diesmal dabei der aktuelle Meister mit Bayer 04 Leverkusen und traditionell der FC Bayern München. Und wir sehen, dazu wird das Ganze ergänzt durch Teams aus den stärksten Ligen Europas. Dazu ein Team aus Argentinien mit River Plate und auch eins aus Südkorea mit HD Ulsan. So, wir blättern mal weiter, finden dann die Top-Cards aus dieser Kollektion, also die stärksten Karten in den jeweiligen Kategorien. Rechts dann nochmal der Hinweis auf das Online-Spiel, wo es dann natürlich gut ist zu wissen, welches die stärksten Karten sind. Der Hinweis auf die Limited Edition Cards, leider ohne nähere Angaben, welche und wie viele es gibt. Da werdet ihr aber auf der Collectors Webseite auf dem Laufenden gehalten und findet dort neben der Checkliste bereits alle Karten, die Panini zumindest hier in Deutschland anbietet. Da werden dann in den nächsten Wochen sicherlich noch einige dazukommen, die es dann exklusiv in anderen europäischen Ländern gibt. Auch hier nochmal der Überblick über die 17 Mannschaften, 238 Base Cards, 203 Special Karten erwarten uns in dieser Kollektion. Und dann haben wir hier zum Abschluss die komplette Checkliste, die wir dann auch gleich auf den Deckblättern finden. Und die halte ich euch dann mal eher in die Kamera, weil das, glaube ich, ein bisschen einfacher ist als mit diesem Sammlermagazin. Ich schiebe euch das Ganze mal durch. Wenn es euch zu schnell geht, dann einfach Pause drücken oder ihr schaut auf der Collectors Webseite vorbei. Dort findet ihr diese komplette Checkliste ja schon seit einigen Tagen. Hier links alle Kategorien aus dieser Kollektion. Ihr seht das Ganze wieder unterteilt in Hauptkategorien, die dann auch so ein bisschen die Aussage über den Look und das Material der Special Cards treffen. Und die haben dann jeweils nochmal Unterkategorien zu verschiedenen Themen. So, Teil 2 unserer Checkliste mit den restlichen Teams. Und den ganzen Special Cards aus dieser Kollektion. All das findet ihr, wie gesagt, auch sogar in etwas ausführlicherer Version auf der Collectors Webseite. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung und rechts oben in der Infobox verlinkt. So, dann friemeln wir mal schnell unsere Deckblätter hier rein. Und ganz erfreulich, Panini hat die Nummer wieder beigelegt zum Aufkleben. Wer sie verwenden möchte, kann das tun. Wer nicht, legt sie einfach beiseite. Das aus meiner Sicht viel besser gelöst, als wenn man die direkt einklebt. Von daher feiere ich das total, dass Panini das inzwischen so löst. So, auch das geht relativ gut hier rein durch den seitlichen Einschub. Und dann ist unsere Sammelmappe zumindest schon mal fertig. Und unser Sammlermagazin. Und dann können wir uns mal unseren Karten widmen. Beginnen mit unserem allerersten Päckchen und werfen auch da nochmal einen Blick auf die Rückseite. Und hier finden wir auch nochmal die Übersicht über die Pack-Odds. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, ihr könnt euch das in Ruhe anschauen. Sicherlich am interessantesten, dass die Golden Baller in jedem 20. Päckchen enthalten sind. Und damit, glaube ich, sogar ein bisschen häufiger als die Rare-Karten aus der letzten Kollektion, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist natürlich auch schon wieder ein paar Tage her, man möge mich korrigieren, wenn ich da daneben liege. So, dann wollen wir mal reinschauen in unser erstes Päckchen.
und uns die neuen Karten aus dieser Jubiläumskollektion anschauen. Los geht's direkt mit einer Fans-Favorite-Karte, die mit dem typisch goldenen Design der FIFA 365-Kollektion auf sich aufmerksam macht. Ihr seht hier unten der Balken in Gold und die Schrift. Und daneben haben wir dann das klassische Design, was wir auch auf den Basekarten finden, mit diesem ausgestanzten FIFA 365-Logo, den Werten auf der rechten Seite und den Logos sowie der Kartennummer auf der linken. Kurzer Blick auf die Rückseite, die Karten in diesem Jahr von hinten. Da könnt ihr euch auch schon direkt den ersten Code notieren für das Online-Spiel. Ich werde allerdings nicht jetzt immer alle Karten umdrehen. Gilt auch für die künftigen Videos, da wir sonst kaum mit unseren Karten durchkommen. Dann haben wir die erste Karte zum FIFA Club World Cup, der in Saudi-Arabien 2023 stattfand. Und wir sehen John Arias aus Kolumbien. Beim Verein muss ich dann tatsächlich nochmal nachschlagen. Den habe ich aufgrund des Logos jetzt nicht so schnell parat. Dann haben wir unsere erste Base-Karte mit Ezequiel Palacios von Bayern 04 Leverkusen. Und auch hier sehen wir den typischen Look in diesem Jahr von den Karten. Dieses ausgestanzte Logo, das sich rund um den Spieler zieht. Und bei diesen Karten, im Gegensatz zu den Fans-Favorite-Karten hier unten der Balken, nicht in Gold. Also ein klein wenig schlichter dann als die Special-Karten, machen aber, wie ich finde, optisch dennoch einen richtig schicken Eindruck. Dann haben wir Matteo Darmian von Inter. Und eine weitere Special-Karte mit der Dominator-Karte von Luc de Jong von der PSV Eindhoven. Und ich hoffe, man sieht es hier einigermaßen, welchen Hintergrundeffekt Panini da noch eingebaut hat. Der Kreis unter dem Spieler fängt wunderbar an zu leuchten, wenn man die Karte so ein bisschen im Licht bewegt. Das verleiht den Karten dann nochmal richtig was Besonderes, während man auf den ersten Blick ja schon recht nah bei den Base-Karten ist. So, dann haben wir noch Thuram von Juventus als normale Base-Karte. Und das war dann unser Päckchen. Ihr seht, 3 Base-Karten, 3 Special-Karten. Und da müssen wir dann mal erkunden, ob das grundsätzlich für jedes Päckchen gilt oder Panini da zwischen 2 oder 3 Special-Karten wechselt. So, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal unsere enthaltene Limited Edition Card an. Und die ist ja mal richtig heiß geworden. Wow, guckt euch mal den Hintergrund an. Das ist ja völlig irre, was Panini da in diesem Jahr in den Hintergrund gezaubert hat. Ein wunderbarer blauer Eiskristalleffekt. Richtig tolle Limited Edition Cards in diesem Jahr. Und wir haben Rodrigo Riquelme von Atletico als unser allererste Limited Edition. Die meines Wissens auch zufällig in diesem Starter-Pack enthalten, gibt also keine bestimmte Zuordnung von den Limited Edition Cards auf die Produkte. Gegebenenfalls ist das bei den speziell im Handel erhältlichen Multipacks der Fall, aber ansonsten kann man, glaube ich, jede Limited Edition Card aus jedem Produkt ziehen. So, dann haben wir ja noch ein weiteres Päckchen, was wir uns anschauen wollen. Nochmal 6 weitere Karten. Und wir finden direkt ein Club-Logo mit dem des FC Barcelona. Und auch hier richtig viel Gold im Einsatz. Und der Titel ja gerade auch bei den Sticker-Kollektionen immer The Golden World of Football. Und das setzt sich natürlich hier entsprechend fort. Wird also alles recht edel mit dieser goldenen Farbe. Dann haben wir wieder eine Karte aus der Power-Kategorie mit der Titan-Karte und dem gleichen Effekt, den die Dominator-Karte auch schon hatte, mit diesem aufleuchtenden Kreis unter dem Spieler. Dann ein Rising Star mit João Neves und auch einem richtig knallig bunten Hintergrund. Neben dieser silbernen Fläche hier am linken Rand, die entsprechend metallisch leuchtet. Auch das richtig schicke Karten. Diese Rising Stars, bei denen Panini auch wieder dieses typische Rising Stars Logo einsetzt, das sie vor ein paar Saisons entworfen haben. Und dann müssten wir noch 3 Base-Karten finden. Darwin Núñez von Liverpool, Malik Thiaw vom AC Milan und Pablo Solari von River Plate aus Argentinien. Das also unsere ersten Karten aus dieser neuen FIFA 365 Adrenalin XL 2025 Kollektion in diesem Jubiläumsjahr, was Panini für diese FIFA 365 Reihe ausgerufen hat. Ein paar richtig tolle Karten aus dieser Kollektion haben wir schon gesehen.
Und man kann, denke ich, ohne Zweifel feststellen, dass Panini an diesem ausgestanzten FIFA 365 Logo besonderen Gefallen gefunden hat, da das ja doch sehr maßgeblich den Großteil der Karten, die wir bisher gesehen haben, prägt. Kleine Ausnahme bildet da die FIFA Club World Cup Karte von John Arias, der übrigens im Trikot von Fluminense aus Brasilien steckt. Die Information war ich euch ja noch schuldig und habe sie mir mal eben schnell von der Collectors Webseite geholt. Und auch bei der Limited Edition Card hat man größtenteils auf diesen Rahmen verzichtet, was, wie ich finde, auch eine recht gute Entscheidung war, da dadurch dieser wunderbare Hintergrund noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Der stellt, wie ich finde, auch die restlichen Karten so ein bisschen in den Schatten, auch wenn wir noch nicht alle Karten aus dieser Kollektion gesehen haben. Gespannt bin ich dann auch mal auf die Icon-Kategorie, von der wir noch gar keine Karte dabei hatten, und von den neuen Fluo-Karten, die Panini so ausgiebig bewirbt, hatten wir ja bisher auch noch keine dabei. Eine der neuen Golden Baller-Karten hat sich auch noch nicht blicken lassen. Die werden wir dann hoffentlich spätestens beim Öffnen der weiteren Produkte entdecken, wozu ich euch in den nächsten Tagen herzlich einlade. Allerdings werden wir nicht nur FIFA 365 Content haben, denn aktuell ja auch frisch erschienen die neue Match Attacks Kollektion, und die werden wir uns natürlich auch anschauen, damit wir auch so ein bisschen Vergleich zwischen beiden Kollektionen haben. Erster Eindruck von dieser FIFA 365 Kollektion auf jeden Fall solide. Das mit diesem ausgestanzten FIFA 365 Logo muss man, denke ich, mögen. Ansonsten wird man, glaube ich, nur schwer warm mit dieser Kollektion, da der doch ein sehr prägendes Stilelement in diesem Jahr ist. Und von daher bin ich auch schon gespannt, was ihr zu den neuen Karten sagt und zu all dem, was wir bisher von dieser Kollektion gesehen haben. Das schreibt jetzt gerne unten ins Kommentarfeld. Freue mich da, wie gesagt, schon auf eure Rückmeldungen und natürlich auch darüber, wenn ihr nochmal aufs Däumchen nach oben drückt und ein Like für dieses Video da lasst. Vergesst nicht, euch eins der kostenlosen Kanalabos abzugreifen, wenn ihr die weiteren Videos zu dieser, aber auch zu anderen Sticker- und Card-Kollektionen hier auf dem Kanal nicht verpassen wollt, und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.